Einen wunderschönen, mein Name ist Philipp, ihr seid hier wieder auf meinem YouTube-Channel gelandet. Ihr wisst wie immer, ich glaube, ich brauche das gar nicht mehr sagen, Philips Finds auf Instagram. Falls irgendwelche Fragen bestehen, gerne mir eine PN senden. Und heute geht es um den Thrift-Vlog. Ich war in der Stadt unterwegs, war in Secondhand und Vintage-Läden, insgesamt 3 davon. Und ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, ich gebe immer einen Vergangenheits-Philipp ab und komme dann zurück ins Studio und zeige euch die Sachen dann nochmal in detaillierter Form. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange, ich gebe gleich mal einen Philipp ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Danke dir, Philipp. Ja, wie ihr schon gehört habt, heute nehme ich euch ein bisschen mit. Gehen mal gucken, ob wir ein paar Sachen finden, in ein paar Secondhand-Läden, ein paar Vintage-Läden. So, wir sind jetzt aus dem ersten raus. Der absolute Banger, Jay und Silent Bob, 1999. Total Wussies auf einem Hanes Heavyweight Tag. Dann haben wir einmal eine Vintage White Tag Nike, auch der Hammer. Dann einmal ein T-Shirt, was ein Geschenk ist, deswegen werde ich das jetzt nicht zeigen. Ein 0809 Jimi Hendrix All-Over Print, der absolute Hammer. Und dann noch ein T-Shirt von dem Corvette-Museum in Kentucky. Genau, weiter geht's. Ja, wie ihr sehen konntet, im ersten Laden gleich 4 Pieces gefunden, die gar nicht mal so schlecht sind. Eins davon ein ziemlicher Grail, wozu ich gleich komme. Aber fangen wir an mit dem Harry Potter hier, mit den Autogrammen darunter und den ganzen Charakteren. Und fand das eigentlich ziemlich cool, wollte das einem Kollegen schenken, aber mir ist aufgefallen, dass es halt ein 3XL ist. Das ist ziemlich riesig. Sogar für Oversize tragen ein bisschen groß. Ich denke mal, dass es wie ein 2XL fittet, aber falls jemand da interessiert ist, mir gerne eine Nachricht schreiben. Genau. Das zweite dachte ich erst, dass es aus den 90ern kommt, ist ein All-Over-Print, Jimi Hendrix. Ist aber von 08, was ein bisschen komisch ist. Aber cool, dass in 08 noch so eine Grafik auf das T-Shirt geprintet worden ist. Und die Farben wieder, ihr wisst, die Acid-Farben sind voll mein Ding. Gerade gelb zu grün zu blau und dann über die Ärmel. Trotzdem geiles T-Shirt und das ist glaube ich eine XL. Ja, XL und ja, auch sehr cool. Dann das dritte Piece war eine Hose und wenn man ja so über die Jahre, wenn man so hunderte Hosen durchgeflippt ist, dann ja, kann man irgendwann so ein bisschen an dem Stoff sehen, was das für eine Hose ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, war mir aber nicht sicher, dass es eine Nike sein könnte, habe den Swoosh aber nicht gesehen, habe dann das Tag gecheckt und ist coolerweise auch ein White Tag gewesen. Noch ein bisschen reinkommen und euch das zeigen. Gerade wieder mit der Acid-Farbe, die grünen Drawstrings, total cool. Und ja, der Swoosh war dann hier rechts unten. Gerade diese grün-silber-Kombo finde ich ziemlich geil. Habe damit auch ein Bild auf Instagram. Also wie gesagt, falls ihr vorbei gucken möchtet, könnt ihr es gerne tun. Die kamen dann auch mit. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die auch verkaufen werde, aber ja, muss ich mal gucken. Genau. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Grail. Das ist das hier. Und ja, als ich die 2 Köpfe gesehen habe, wusste ich halt sofort, was es ist. Falls ihr diesen Film noch nicht geguckt habt und das euer Humor ist, guckt euch lieber vorher den Trailer an. Dann müsst ihr den unbedingt schauen. Kommt aus den 90ern. Und wie gesagt, als ich die 2 Köpfe gesehen habe,
Jay und Silent Bob, zwei Kleinstadtkriminelle. Der eine redet nicht, der andere ist total der Dulli. Und ja, Dated 99, SQ Productions und auf einem Haynes Heavyweight. Und ist auch definitiv mir zu groß, aber das behalte ich erstmal für eine Weile, weil, wie gesagt, ich feiere den Film total und kann nur empfehlen, den zu schauen, wenn das euer Humor ist. Ja. Ja, noch ein Stückchen rankommen. Sonst blende ich euch gleich nochmal einen Pick ein. Und ja, da hatte ich noch ein Corvette Museums T-Shirt gefunden mit 2 Corvettes hinten drauf, auch coole Farben. Weiß aber gerade nicht, wo das ist, deswegen konnte ich es in dem Video nicht zeigen. Und das war's dann auch für den ersten Store. Bin dann zum zweiten Store gegangen und dann würde ich sagen, gebe ich wieder ab an Philipp und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann machen wir nochmal einen kleinen Fit-Check. Als T-Shirt heute 2005er Elton John. Cleane Hose und die Shadows. Ziemlich abgerockt, aber so sollen sie aussehen. So, jetzt sind wir aus dem zweiten raus. Da leider nicht so viel Glück gehabt, aber eine simple, cleane Champion-Weste. Size L. Genau. Weiter geht's. Genau, im zweiten Store dann leider nur diese Champion-Jacke hier gefunden. Diese Champion-Weste eher gesagt. Zippers made in Italy, ziemlich witzig. Ist auch ein bisschen älter, aber ja. Jetzt nicht das krass Besondere, aber für einen 10er dachte ich mir, nehme ich die einfach mal mit. Und ja, absolut cool. Noch ein Stückchen rankommen, wo da nicht so viel zu sehen ist. Mit dem kleinen Champion-Logo. Und es ist eine Size L. Ja. Dachte ich mir aber trotzdem, das muss mit für einen 10er. Ist ja ein ziemlich krasser Stil. Und im dritten Laden habe ich nichts gefunden. Was auch manchmal so ist, ich habe euch ja in den letzten Videos erklärt, man kann nicht mit der Erwartung reingehen, 4-5 T-Shirts zu finden, obwohl das jetzt beim ersten Laden ziemlich gut gelaufen ist für mich. Aber wie gesagt, diese Erwartungshaltung ist immer ein bisschen schwierig. Man muss aber die Motivation beibehalten. Ich war jetzt nur in 3 Stores an dem Tag, aber wie gesagt, wenn man sich mal einen Tag frei nimmt oder einen Tag Zeit nimmt, eher gesagt, um alle abzuklappern, dann kommt man bestimmt, also dann findet man bestimmt ein paar Sachen. Genau. Nächstes Video bei mir wird höchstwahrscheinlich die Bob Marley Kollektion sein. Bob Marley T-Shirts in den 90ern und 2000ern. Der absolute Hammer, coole Farbkombination und ja, wenn ihr darauf Lust habt, gerne mal in die Comments. Falls euch das Video gefallen hat, gerne mal ein Like da lassen. Falls nicht, ist auch nicht so schlimm. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr wollt mir irgendwas sagen oder ihr braucht irgendwie meine Hilfe mal bei irgendwas, schreibt mir ruhig bei Instagram. Ich liebe das, auf dieser persönlichen Ebene mit den Followern zu sein. Ich beiße nicht, also gerne, egal was es ist, schreibt mir und ja, freut mich, dass ihr euch das Video wieder angeschaut habt und dann bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal.